Moin. Moin und Servus, Ernte, Freiläufer. Der Hallux valgus ist für viele Leidtragende ein echt großes Problem. Manche haben auch gar kein Problem damit, aber es ist die häufigste Fehlstellung im Vorfußbereich. Deswegen besprechen wir heute den ein oder anderen Mythos, der sich um den Hallux valgus rankt. Zum Beispiel die Vererblichkeit. Ist ein Hallux valgus wirklich vererblich oder halt eben nicht? Wir besprechen über die wirklichen Ursachen und natürlich auch über Lösungsansätze und Methoden, das Ganze zu verbessern, zu minimieren oder halt zu verhindern. Und all das, wie so oft, mit wissenschaftlicher Unterstützung. Und ich habe wieder mal viel recherchiert. Also schauen wir uns auch an, was die wissenschaftliche Lage dazu ist. Auf geht's! Ich spare mir in diesem Video mal die ganze Erklärung und Beschreibung, was ein Hallux valgus überhaupt ist. Es ist die Verlegung des großen... Jetzt beschreibe ich es doch. Es ist die Verlegung des großen Zehs zur Fußmitte oder nach lateral, also zum zweiten Zeh hin. Wenn ihr das Video angeklickt habt, werdet ihr eh wissen, was ein Hallux valgus ist. Von daher soll das jetzt mal als Beschreibung reichen. Fangen wir an mit den Ursachen. Ich beschäftige mich jetzt schon seit 7, 8 Jahren sehr, sehr intensiv mit Füßen, mit gesunden Füßen, mit weniger gesunden Füßen und mit sehr schlechten Füßen und mit natürlichem Laufen und Gehen und habe ungefähr 1000 Teilnehmer und Coaching-Klienten bei mir gehabt. Das soll keine Prollerei sein. Ich möchte euch nur sagen, ich habe nun wirklich schon ein paar Füße gesehen und mit vielen, vielen Menschen, die auch Hallux valgus haben, gesprochen. Und ich höre immer wieder, eigentlich in jedem Workshop, ja, ich habe Hallux, aber den hatte meine Oma auch schon und meine Mutter auch. Und ich höre immer wieder, das ist bei mir schon immer so, den habe ich schon als kleines Kind gehabt. Also es herrscht nach wie vor die Annahme, dass ein Hallux valgus vererblich ist. Ich komme mir doch ein bisschen blöde vor hier mit dem Dingen. Ich setze es jetzt mal ab. Achtung. Na, ist natürlich nichts. Als hätte ich mir jetzt die Haare rasiert. Ich sehe die Kommentare schon vor mir wieder. Wenn du so viel Quatsch machst, dann wirkst du so unseriös. Warum ist man denn unseriös, wenn man einfach auch Spaß hat im Leben und gerne lacht? In einer sehr großen Metastudie mit knapp 500.000 Teilnehmern aus dem Jahr 2010 fanden Nix et al. Eine Prävalenz von 23% in der Altersgruppe 18 bis 65 heraus und eine Prävalenz von knapp 36 in der Altersgruppe über 65 Jahren. Prävalenz heißt, wie oft kommt es vor? Außerdem konnten sie herausfinden, dass die Prävalenz bei Frauen signifikant erhöht ist. Die Vermutung, vermute ich, hatten viele. In einer Studie aus 2013 heißt es noch, dass der Ursprung, die Entstehung eines Hallux valgus nicht gut verstanden wird. Es werden ansonsten Faktoren angenommen wie nicht passendes Schuhwerk, das gucken wir uns gleich noch ein bisschen genauer an, Geschlecht, Spreizfuß, also Fehlstellungen, andere Fehlstellungen im Fuß und muskuläre Dysfunktion, Dysbalancen. Dass ein Hallux valgus genetisch vererblich ist und es dafür sogar wissenschaftlichen Background gibt, geht sehr wahrscheinlich darauf zurück, dass es Studien gibt, wie zum Beispiel von Piquet Vidal et al. Aus dem Jahr 2007 und andere, die sich Stammbäume angeschaut haben. Also geguckt haben, hat die Oma und hat die Mutter der Betroffenen auch einen Hallux valgus. Und ja, da kam man tatsächlich zu 90%iger Übereinstimmung. Also die Aussage, meine Mutter hat den und meine Oma hat den, das mag ja stimmen. Und das mag sogar wissenschaftlich auch geprüft sein, dass das oft der Fall ist, dass es eine Stammbaumfolge gibt. Das ist aber eine Korrelation, keine Kausalität. Und das heißt noch lange nicht, dass der Hallux valgus vererbt wurde. Die größte Studie, die ich zu dem Thema finden konnte, stammt von Liberson und Meadows. Und man hat in den Jahren von 1985 bis 1987 5700 Neugeborene untersucht, die Daten genommen und geschaut, gibt es einen wirklich angeborenen Hallux valgus. Von diesen 5700 Neugeborenen gab es, ich muss nochmal nachgucken, genau 8 mit einem
angeborenen Hallux valgus und das sind, Herrgott, Ingenieurstitel und Prozentrechnung nicht mehr. Prozentrechner.de. Wisst ihr noch, wie man Prozentrechnung macht? Wisst ihr es? Schreibt es in die Kommentare. 0,14%. Ja Gott, ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Und nur mal als Idee, ich zeige euch mal, wie ein kongenitaler Hallux valgus bei Neugeborenen aussieht. So eine angeborene Deformation wird in unserer westlichen Medizin, in unserer westlichen Welt auffallen. Da wird man nicht sagen, huch, nach 10 Jahren oder nach 20 Jahren, ja Kind, das hast du schon immer, das war schon immer so. Also das wird auffallen und sehr wahrscheinlich wird man das behandeln, verändern. Wenn der Hallux valgus also sehr wahrscheinlich nicht angeboren ist, man aber weiterhin davon ausgeht, dass er vererbt wurde, dann hieße das ja, dass der große C mit Mitte 40 vielleicht so bei einer Frau automatisch die Biege macht. Also der ist irgendwie gerade, jahrzehntelang und auf einmal, pups, macht er die Biege. Das halte ich jetzt einfach mal so mit gesundem Menschenverstand als relativ unwahrscheinlich. Dass ein Hallux valgus genetisch vererbbar ist, ist wissenschaftlich nicht belegt. In der Literatur, in Studien und aber auch hier auf YouTube und in vielen anderen Blogbeiträgen von Physiotherapeuten, auch Orthopäden, gibt es dann weitere Ursachen. Es werden als Ursache, Achtung, als Ursache funktionale Disbalancen, funktionale Fehlstellungen genannt, die zum Beispiel eine Überpronation mit sich bringt. Wenn ich eine Überpronation habe, ja, also Überpronation meint das, dass der Fuß so zur Innenkante hin weg rotiert und dann habe ich sehr wahrscheinlich hier auch mehr Belastung da auf dem Großzehengrundgelenk. Also wenn ich hier die Innenseite mehr belaste und diese Rotation da im Fuß so drin habe, kann das schon sein, dass ich den großen Zeh da immer so ein bisschen auch reindrücke. Es wird sogar auch Ernährungsfaktoren, Rheuma und so weiter, wird auch alles mit beschrieben. Erinnert euch vielleicht an mein letztes Video zum Thema kalte Füße. Das sind wieder die ähnlichen Sachen. Für mich sind das Symptome. Also ein überpronierter Fuß, ein Knickfuß, ein Plattfuß, eine funktionale Disbalance in der Muskulatur, im Bewegungsapparat ist für mich eine weitere Symptomatik, keine Ursache. Denn irgendwo muss doch diese funktionale Disbalance herkommen. Also wenn jetzt darüber gesprochen wird, dass zum Beispiel die Sehne hier vom Hallux longus, dass die verschoben sind, wenn man sich da die Sehne so denkt und man denkt jetzt, okay, die zieht jetzt hier immer weiter und wenn die halt in so einer leichten Disbalance ist und so ein bisschen seitlich oder schräg am großen Zeh ansetzt, dass die immer weiter den großen Zeh nach innen zieht, auch das muss doch irgendwo herkommen, dass die dann da so seitlich dran zieht. Es muss doch eine wirkliche Ursache geben. Und nur in ein paar Studien, die ich gefunden habe nach langer Recherche, wird von unpassendem Schuhwerk gesprochen. Und alle, die den Kanal kennen, die meine Arbeitsweise kennen, die meine Grundidee kennen, warum ich auch barfuß gehe und laufe, das hat nichts mit Esoterik zu tun, sondern tatsächlich in allererster Linie mit Funktion. Deswegen habe ich damals meinen Laufstil verändert, habe meine Füße angefangen zu trainieren und habe die Schuhe weggelassen, weil ich das erstmal nur funktional gedacht habe. Vieles andere kam später, aber ist egal. Und jetzt mag der ein oder andere schon vielleicht ein bisschen gelangweilt sein. Ja, es geht schon wieder um Schuhe. Und ja, es geht wieder um Schuhe. Und ja, es geht wieder mal darum, dass unsere natürliche Fußform, die V-Form, die wir als Neugeborene sehr wahrscheinlich alle haben, oder die allermeisten, sehr, sehr viel mehr als den Hallux valgus, nicht in die Schuhform passt von den Schuhen, die wir heute so tragen. Wir quetschen unsere schön geraden, großen und kleinen Zehen in Schuhe rein, weil wir meinen, dass das schön aussieht. Und ich rede, ganz, ganz wichtig, nicht nur vom High Heel. Ein High Heel, das sagen euch auch die meisten Orthopäden, ist ein schlechter Schuh und führt zu Hallux valgus, wenn ich den Jahre, Jahrzehnte trage, über mehrere Stunden am Tag. Aber es sind halt auch unsere ganz normalen Schuhe. Ihr merkt, ich werde ein bisschen aufgeregt, weil mich das Thema mittlerweile schon fast ein bisschen nervt. Denn ich erzähle das wirklich jeden Tag, also im Moment nicht, aber als ich noch Coachings, Veranstaltungen, Vorträge gemacht habe, vor 2 Wochen, habe ich das fast jeden Tag erzählt.
Und es ist immer noch nicht irgendwie, es ist immer noch nicht so richtig da. Oder es wissen so viele Menschen immer noch nicht. Das ist zum Beispiel auch ein Schuh, in den ein wirklich gerader, großer Zeh nicht reinpasst. Das ist auch ein Schuh, in dem ein großer Zeh nicht reinpasst. Und selbst das hier ist ein Schuh, in dem der große Zeh nicht so richtig reinpasst. Da gibt es immer noch so eine kleine Biegung an der Seite und der große Zeh wird immer noch so ein bisschen da in die Fußmitte verlegt. Das ist bei dem einen Schuh ein bisschen mehr, das ist bei so einem Schuh hier sehr extrem. Da passt sich mein Fuß auf solch eine Position an. Da schiebt es schon den großen Zeh über den zweiten drüber, wenn ich in so einen Schuh rein will. Das geht gar nicht anders. Dann entstehen über Jahre, Jahrzehnte und natürlich auch insbesondere in der Entwicklungsphase als kleines Kind, wenn sich die Knochen erst aufbauen, die Gelenke schließen und so weiter, dann entstehen diese Disbalancen und dann entstehen die Fehlstellungen. Puh, Herrgott, das regt mich schon auf. Nein, regt mich nicht auf. Ist Quatsch. Ich mache nur Quatsch. Ich mache wieder Quatsch. Unseriösen Quatsch. Ich finde es mega spannend, dass diese Ursache nicht beschrieben wird. Vielleicht liege ich auch falsch, kann sein. Aber es funktioniert. Und das zu beseitigen, die Ursache zu beseitigen, also den Schuh zu beseitigen, der einen da einschränkt. Und wenn ich weiß, dass es einen äußeren Faktor gab, der den hier rausgezogen hat, reingeschoben hat, dann kann ich auch mit einem äußeren Faktor und natürlich auch mit viel eigenem Training den da wieder rausziehen. Und dann ist die Chance, je nachdem wie ausgeprägt der Hallux valgus ist, zumindest ein bisschen da oder auch viel da, den großen Zeh wieder gerade zu bekommen. Klar, soweit. Wie ein Training aussieht und was ich machen muss, das erzähle ich euch am Freitag und es gibt echt meine allergeheimste Übung, die ich sonst nur im Coaching mache. Hier wegen Corona und dem ganzen Kram, meine Zauberübung. Ich finde diese ständige Call-to-Action-Nummer, jetzt hier Kanal abonnieren und auch die Glocke und so, damit ihr alles erfahrt. Ich finde das furchtbar. Ich kann mir Videos nicht mehr angucken, die ständig sagen, hier abonnieren, 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 Glocke, Glocke. Aber jetzt wäre ja eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt, den Kanal zu abonnieren. Könnte man ja mal drüber nachdenken. Müsst ihr auch nicht, ihr seid ja freie Menschen. Wie kommt denn das jetzt, dass Mama den Hallux valgus gehabt hat und dass Oma den Hallux valgus gehabt hat? Und das ja doch familiär vererblich ist. Es gibt Untersuchungen darüber, die zeigen, dass eine mögliche Disposition, also Veranlagung, ist schwaches Bindegewebe. Ich hasse das Wort schwaches Bindegewebe, deswegen ersetze ich es durch Mobilität, ja, oder weiches Bindegewebe. Also Menschen, die sehr mobil sind und sehr weich sind. Gerade die Mädels, die sehr weich sind, die sehr mobil sind, sind anfälliger oder haben öfter einen Hallux valgus. Die haben oft schon mit Mitte 30 einen Hallux valgus oder zumindest den Ansatz davon. Warum ist das so? Kann man nur vermuten. Ich vermute, dass diese Menschen einfach diese Verlegung des großen Zehs im Schuh besser annehmen können, besser adaptieren können. Denn letztlich ist es ja nichts anderes, als dass wir, wenn wir über Jahrzehnte Schuhe tragen, die unserer natürlichen Fußform nicht entsprechen, wir uns darauf anpassen. Und Menschen, die, glaube ich, rigider sind, die fester sind, die eine feste Bindegewebsstruktur jetzt war mal wirklich ernst. Bindegewebsstruktur haben, die können dem vermutlich einfach länger standhalten. Die gehen zwar auch in den Schuh rein, Männer zum Beispiel, hier in so einem klassischen, so einem Lederschuh, die gehen da zwar vielleicht auch rein und die Zehen werden brutalst vorne zusammengeschoben, aber die gehen da wieder raus und der Fuß macht wieder flupp. Das, weil das Bindegewebe einfach stärker ist und die Ursprungsposition besser gehalten wird. Jetzt gibt es viele Barfuß-Coach-Trainer-Kollegen, die behaupten, du musst nur viel barfuß gehen und laufen und dann wird das mit dem Hallux valgus wieder. Der Fuß wird wieder breit und der hat wieder Platz und alles kann von alleine wieder sich regenerieren. Nope. Der Hallux valgus wird sich meiner Meinung nach nicht verbessern oder wenn nur minimal, vielleicht ein bisschen, dass der Fuß hier wieder aufgeht und so. Und vielleicht auch einfach, das ist etwas, was viele Frauen auch berichten, die dann mit dem Barfuß gehen und laufen anfangen, dass einfach die Druckverteilung im Fuß eine bessere ist und der Hauptdruck da vom Großzehengrundgelenk weggeht. Das ja, dass der große Zeh aber von alleine wieder gerade wird, das glaube ich nicht. Das hängt natürlich auch sehr stark davon ab, wie verknöchert das hier Ganze schon ist. Der große Zeh muss gerade gesetzt werden, damit ich beim Abdrücken auch entsprechend den großen Zeh gerade belaste. Schiebt der sich hier rein, liegt er da so, werde ich immer
über die Kante des Großzehengrundgelenks, über die Seite abrollen, werde den sehr wahrscheinlich sogar noch verschlimmern. Ich drücke den da im Prinzip mit jedem Schritt noch weiter rein. Und das ist auch der Grund, warum ich bei stark ausgeprägten Hallux valgae, Valgusse, Valgatare, Valgen, bei Hallux, bei vielen Menschen, die einen stark ausgeprägten Hallux valgus haben, nicht dazu rate, viel barfuß zu gehen. Vielleicht eher in Barfußschuhen, also um den Zehen erstmal ein bisschen Platz zu lassen und ansonsten viel trainieren. Also den Fuß so wenig wie möglich deformieren, deswegen Barfußschuhe, aber ansonsten viel Übungen und Training machen, bevor man viel barfuß geht. Und ich rede jetzt über Kilometer, ne? Also dass man halt wirklich Strecke macht barfuß. Davon würde ich bei stark ausgeprägten Hallux valgen abraten. Alle Profis und alle Hilfsmittel, die euch schnelle Regeneration versprechen, für die ihr nicht viel machen müsst. Zehenspreizer, Schienen, Tapes, OPs sind meiner Meinung nach, meiner Erfahrung nach mit vielen Gesprächen, auch mit vielen operierten Hallux valgen, nicht erfolgsversprechend und sind meiner Meinung nach auch unseriös. Die sind dann zwar ernst, die Leute, die das versprechen, aber das ist nicht seriös. Ein ausgeprägter Hallux valgus kann unter Umständen mit viel Fleiß, Spucke und Training Jahre dauern, bis überhaupt ansatzweise Verbesserungen zu sehen sind. Eine Sache zum Zehenspreizer habe ich schon mal ein sehr ausführliches Video gemacht, hier, da. Ansonsten in der Infobox. Das kann funktionieren. Ich bin ansonsten kein großer Fan von Zehenspreizern, aber das kann bei einem stark ausgeprägten Hallux valgus, wenn ich hier was zwischenstecke und mich dann auch bewege, das ist wichtig bei einem Zehenspreizer, ich muss mich bewegen, nur passiv das im Schlaf machen, nee. Also ich muss mich bewegen und das kann eine erste Öffnung, eine erste Mobilisation des großen Zehs bringen. Also kann unterstützen, Tapes und sowas, das kann auch alles unterstützen. Auch hier Triggerpunkte drücken und so kann unterstützen. Aber es ist niemals die Lösung. Ich muss die Muskulatur trainieren. Und das ist die gute Nachricht. Das ist die richtig gute Nachricht. Denn wenn ich Muskulatur trainieren kann, heißt das ja richtig, ich kann sie trainieren. Und deswegen gibt es Übungen, gezielte Übungen, die man da anwenden kann. Und ganz uneitel und ohne Angeberei, wenn ein Klient von mir seine Übungen fleißig macht, das vorausgesetzt, dann funktioniert das auch nachhaltig und langfristig. Ich wünsche euch bis nächsten Freitag eine großartige Zeit. Ihr dürft den Kanal gerne abonnieren. Müsst ihr aber auch nicht hier Call to Action, Abo, Glocke. Nee, macht was ihr wollt. Bis nächsten Freitag. Ciao, euer Emanuel.